Die WSWS berichtet aus Berlin. Hier auf dem Alexanderplatz findet eine Kundgebung statt, mit der Flüchtlingshilfsorganisationen protestieren gegen das Verhalten des Berliner Senats und der Verwaltung. Ja, die Lage spitzt sich seit Monaten zu. Neu ankommende Asylsuchende müssen sich registrieren bei der zentralen Aufnahmestelle und können dort nicht vorsprechen. Die Behörde ist überlastet. Die Menschen warten tagelang, teilweise wochenlang, bis sie überhaupt vorgelassen werden, bis sie sich registrieren können und eine Unterkunft erhalten und Leistungen. In dieser Zeit sind sie obdachlos und vollkommen mittellos. Was fordern Sie vor allem von der Berliner Senatsverwaltung? Eine Rückkehr zu rechtsstaatlichen Asylverfahren, zu rechtsstaatlichen Asylaufnahme. Dazu gehört, dass neu ankommende Asylsuchende unmittelbar registriert werden, dass sie eine Unterkunft erhalten, dass sie Leistungen nicht nur für die soziokulturelle Teilhabe, sondern eben auch für das Existenzminimum erhalten, dass die Asylverfahren unmittelbar eingeleitet werden. All das findet momentan nicht statt. Es erzeugt den Eindruck, dass wir es nicht nur mit Behördenversagen zu tun haben, sondern dass hier auch eine gewisse Absicht dahinter steckt, nämlich Bilder zu erzeugen von einer Überforderungssituation der Aufnahmegesellschaft, die dann dazu beitragen sollen, Gesetze wie das Asylbeschleunigungsgesetz, das gestern im Bundesrat verabschiedet wurde, sowas zu ermöglichen. Wir sind jetzt in der 11. Woche. Und die Situation ist weiterhin so, dass wir die kompletten medizinische Versorgung gemeinsam mit der Caritas stellen. Es sind Ehrenamtliche da. Man staunte doch nicht schlecht, als vor 2 Wochen beim Marathon es kein Problem war, einen Medipoint einzurichten, der in der Presse auch gelobt wurde. Bei uns ist er immer noch nicht. Was wir nicht brauchen, wir brauchen keine ewig Gestrinnen wie Horst Seehofer. Wir brauchen keine Deckelung der Geflüchtetenzahlen. Wir brauchen keine Gesellschaft, die die Gnade ihres Geburtsortes als ihr privilegiertes Recht empfindet. Wir brauchen keine neue Form des Kolonialismus. Wir, die wir hier stehen, erklären uns solidarisch mit vertriebenen und flüchtenden Menschen. I'm from Aleppo. It's the worst city now in Syria. I lost my job there. I was kidnapped for 4 months in Syria. I had my own office for public relation, for real estate. What happened now in Syria? It's like the Third World War, and it's not Syria war anymore. I mean, everyone have something to fight for in Syria. Saudi Arabia, Turkey, Russia, United States, ISIS. It's like the World Cup now in Syria. I was shocked because all the things I saw in Lakizo and the mess is going there. And the first day we were waiting from 7 a.m. to 5 p.m. I think. And my mother in a wheelchair, and she can't stay on the wheelchair for that long. There's people with difficult medical situation, but they can't speak English, they can't speak German, so there's no one to help them. All the things I saw here in Berlin, all the love I felt from the people of Berlin, it's really emotional. I love all Berlin people. They were more than family to me. Und es sind eben tragische Zustände, was da mit den Menschen passiert. Und deswegen denke ich, dass eben das Tolle ist, dass wir sehr viele ehrenamtliche Helfer haben. Aber es muss auch politisch was passieren. Ich denke auch, dass die Behörden, die Leute, die da arbeiten, die sind, glaube ich, auch völlig überfordert. Ja, die haben auch einen schweren Job zu machen. Und die brauchen auch einfach Unterstützung, damit sie einen guten Job machen können. Lage ist leider immer noch extrem desolat vor Ort. Im August hatten wir das Problem, dass wir halt mit heißen Temperaturen und keinem Trinkwasser zu kämpfen hatten und einer komplett null vorhandenen Versorgung, die komplett erst durch freiwillige Helfer, durch Moabit Hilft in dem Fall aufgebaut wurde. Jetzt haben wir mittlerweile schon fast Mitte, Ende Oktober. Jetzt sind die Temperaturen ziemlich kalt geworden. Wir haben häufig Regen, die Menschen stehen im Schlamm, die Menschen stehen im Regen, werden nass, sind gesundheitlich bedroht. Und die Situation hat sich verändert, aber im Endeffekt leider nicht verbessert, sondern verschlimmert. Wir haben kranke Menschen auf dem Platz, wir haben extrem viel traumatisierte Menschen auf dem Platz. Man darf nicht vergessen, der Großteil dieser Menschen ist aus einem Kriegsgebiet geflohen. Und wir können uns teilweise gar nicht vorstellen, was die Menschen durchgemacht haben. Von vielen kennen wir die Schicksale direkt.
Aber dem Senat scheint sowas egal zu sein. Er scheint sich damit nicht befassen zu wollen. Für den Senat scheinen es nur Zahlen zu sein, statt Menschen. Man optimiert Verwaltungsprozesse, man verbessert aber nichts an der menschlichen Situation. Aber humanitär hat sich nichts verändert. Die Helfer vor Ort sind nach wie vor extrem wichtig, die Freiwilligen vor allem. Ohne die ehrenamtlichen Ärzte vor Ort gäbe es keine medizinische Versorgung. Das muss man immer noch mal hervorheben. Es sind die Ärzte, es sind die Hebammen vor Ort, es sind die Krankenschwestern vor Ort, die Medizinstudenten und Studentinnen vor Ort, die das ehrenamtlich in ihrer Freizeit, in ihrem Urlaub machen. Da ist nichts beauftragt von. Hygieneartikel werden besorgt und verteilt von Helfern, von Ehrenamtlichen, von Freiwilligen. Und genauso halt auch die Kleiderspenden, ohne die wir, wenn die Zivilbevölkerung nicht so reagieren würde, nicht spenden, nicht unterstützen würde, hätten wir garantiert den einen oder anderen fatalen Ausgang gehabt.